Einheit verloren. Neue Bauoptionen. Gebäude eingenommen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Erinnerst du dich noch an diese Stimme? An das hektische Klicken deiner Maus? An das Gefühl, wenn du deine Basis aufgebaut hast, Truppen ausschwärmen, den Nebel des Krieges durchbrechen? Willkommen zurück in einer Welt, die du vielleicht vergessen hast. Oder die dich vergessen hat? Echtzeitstrategie, RTS. Ein Genre, das Millionen von uns geprägt hat und das heute kaum noch sichtbar ist. Was ist passiert? Warum ist ein ganzes Genre, das einmal zu den Königsklassen des Gamings gehörte, nahezu verschwunden? Und vor allem, wie kann man es retten? In den 90ern und frühen 2000ern waren RTS-Spiele das Herzstück des PC-Gamings. Dune 2 hat den Anfang gemacht. Command & Conquer und Warcraft haben das Fundament gegossen. Dann kam StarCraft, das in Korea zu einem Nationalsport wurde. Und natürlich Age of Empires, mit dem wir Geschichte nicht nur gelernt, sondern gespielt haben. Es waren Spiele, die kluges Denken belohnten, nicht brutale Reflexe. Wo man sich seine Basis erarbeitet, Ressourcen sichert, Angriffe plant und verteidigt hat. Und wo jeder kleine Fehler in deiner Ökonomie am Ende über Sieg oder Niederlage entschied. RTS bedeutete, du bist Architekt, du bist General, du bist Ökonom, du bist alles gleichzeitig. Das war schon irgendwo Stress, aber es war auch Magie. Was RTS-Spiele wirklich unsterblich gemacht hat, war nicht nur das Gameplay, es war die Community. Ich spreche von Mods, von Maps, von kreativer Freiheit. Hast du mal Contra für Command & Conquer Generals gespielt? Oder Rise of the Reds? Einige dieser Mods wurden öfter heruntergeladen, als manche Indie-Spiele verkauft wurden. Manche Käufer von zum Beispiel Age of Empires 2 haben mehr Zeit im Editor als in der Kampagne selbst verbracht. Viele kauften Warcraft 3 nur, um die Defense of the Ancients Mod zu spielen. Oder kurz Dota. Einige Spiele mit gigantischen Spielerschaften begannen als Mod. Nicht nur im RTS-Genre. RTS-Spiele waren Sandkästen. Und wir, die Spieler, waren die Kinder mit den Förmchen. Aber dann kam ein Bruch. Mit StarCraft 2 kam ein Wendepunkt. Blizzard setzte alles auf den E-Sport. Und ja, es war brillant, auf Profi-Niveau. Aber für den Gelegenheitsspieler? Die Arcade war verbuggt. Custom Games 2 Jahre lang kaum spielbar. Modder frustriert. Casuals überfordert. Plötzlich ging es um APM, Actions per Minute. Das Maß deines Erfolgs war nicht mehr deine Strategie, sondern deine Klickgeschwindigkeit. Und während die Elite jubelt, fühlten sich viele andere abgehängt. Das für E-Sports angepasste Balancing wirkte sich auch auf die Singleplayer-Kampagnen aus und machte sie teilweise unspielbar. Den ganzen Spaß aus einem Spiel herauszubalancen, hat schon für viele Spiele unabhängig vom Genre den Untergang bedeutet. Und wenn es sich für dich auch so anfühlt, als wäre der ganze Spaß von normalem Trinkwasser verbraucht, dann pepp es doch ein wenig auf. Die natürlichen Fruchtgeschmäcker von Holy machen dein Wasserglas zu einem Energy- oder Softdrink oder verleihen ihm isotonische Superkräfte. Und das alles deutlich zucker- und kalorienärmer als die gewohnten Alternativen. Probier eins von Holys Starter-Sets aus und spare mit dem Code LordOfNerds5 5 € auf deine erste Bestellung. RTS ist nicht gestorben. Es hat sich aufgespalten. Die Micro-Fans gingen zu MOBAs. League of Legends, Dota 2. Ein Held, ein paar Skills, klare Rollen. Keine Basis, keine Wirtschaft, weniger Stress. Die Makro-Fans fanden ihr Zuhause in City-Builders wie Frostpunk oder Tropico. Und wer gern langsamer spielte, stieg um auf Civilization oder XCOM. Rundenstrategie statt Hektik. Das klassische RTS, es blieb zurück. Und die Versuche, es zu retten, scheiterten oft an sich selbst. Zu komplex, zu hardcore, zu wenig Community-Fokus. Ein Spiel wie Planetary Annihilation war genial, aber wer hat bitte die Zeit, gleichzeitig auf 5 Planeten Armeen zu verwalten, die Stärken und Schwächen von Dutzenden verschiedenen Einheiten zu lernen, die einzigartigen Fähigkeiten der Fraktionen, die beste Reihenfolge beim Errichten von Gebäuden oder bei der Erforschung der Technologiebäume? Viele Entwickler glauben, ein RTS müsste komplex sein, um gut zu sein.
Sie irren sich. Die besten RTS waren nicht schwer, sie waren klar. Supreme Commander ließ dich mit strategischem Zoom aufs ganze Schlachtfeld blicken. World in Conflict ließ dich einfach Einheiten bestellen. Kein Basisbau, kein Tech-Tree war simpel, aber tief. Was sie alle verband, sie waren mehr als Spiele. Sie waren Plattformen. Spieler können nach Release deutlich mehr leisten als ein ganzes Entwicklerteam. Wer Editoren anbietet, gibt der Community das Steuer in die Hand. Wer Mods zulässt, erschafft Welten, nicht nur Level. RTS kann zurückkommen, aber nur, wenn wir es umdenken. Weg vom E-Sport hin zum Erlebnis. Weg vom Druck hin zur Freiheit. Weg vom Balance-Wahn hin zur Kreativität. Ein modernes RTS muss nicht 300 Anschläge in der Minute verlangen, sondern in 20 Minuten Spaß machen können. Es muss Raum geben für Geschichten, für Mods, für Koop-Runden, für Spieler, die einfach nur ein Wochenende wieder Commander sein wollen. Und vielleicht, nur vielleicht, ist das nächste große RTS kein Spiel von Blizzard, EA oder Relic, sondern von einem kleinen Studio mit großem Editor. RTS ist also nicht tot. Es schläft nur. Und es wartet auf jemanden, der ihm wieder zuhört. Der nicht fragt, wie machen wir es kompetitiv, sondern wie machen wir es spielerisch? Denn vielleicht steht S in RTS bald nicht mehr für Strategie, sondern für Sandbox. Und wenn dieser Tag kommt, dann hören wir sie wieder. Diese Stimme, dieses Klicken. Dann bauen wir Basen, sammeln Tiberium und erobern zurück, was uns gehört. Der Krieg ist vorbei. Wir haben inzwischen eine Tatsache erkannt. Die Kommunisten und wir verfolgen dasselbe Ziel. Ich frage mich, warum haben wir das eigentlich so spät erkannt?